In diesem Video geht es um die schönsten Wandleuchten, ihre Besonderheiten und ihre Designraffinissen. Worauf kommt es an? Bei der Auswahl einer Wandleuchte ist es wichtig, dass man sich vorher schon damit auseinandersetzt, was erwartet man von dieser Leuchte. Soll sie einfach nur an einer Position hängen und Licht geben oder möchte man vielleicht eine Leuchte haben, die man schwenken kann, weil sie zum Beispiel auch in der Nähe eines Tisches ist und manchmal einfach die Wand beleuchten soll, aber zu einer anderen Zeit auch einfach mal den Tisch wie eine Arbeitsleuchte. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man schon mal gezielter suchen. Es gibt unterschiedliche, wirklich tolle Wandleuchten und die möchte ich euch heute auf jeden Fall vorstellen. Und wir fangen an mit einer sehr sportlichen, sehr modernen Leuchte von Muto. Die Leuchte heißt Lean und wurde entworfen von dem schwedischen Designstudio Klassen Koivisto Rune. Diese Leuchte besticht durch eine sehr, sehr klare Linienführung, aber dadurch, dass sie ihrem Namen alle Ehre macht, indem sie Lean heißt und sich quasi von der Wand so ein bisschen in den Raum reinlehnt, wirkt es wieder nicht zu geradlinig, sondern hat noch ein bisschen was Liebevolles, was Poetisches. Es ist ein sehr, sehr schlankes, reduziertes Design. Es entspricht auch der Designphilosophie schwedischer Designobjekte. Sehr klar, sehr reduziert. Funktionalität und Ästhetik gehen Hand in Hand. Wir sprechen hier von einer LED-Wandleuchte aus Aluminiumguss. Und man kann hier wirklich auch sagen, eigentlich ist es eine sehr stilvolle Wandskulptur. Diese Leuchte ist für Menschen, die sehr gerne indirektes Licht mögen, aber auch sehr schlankes und schlichtes Design bevorzugen. Die nächste Leuchte ist eine Hommage an einen französischen Architekt, und zwar, um genau zu sein, an Jean Prouvé. Es ist eine Leuchte, entworfen im Jahre 2012 von der Schweizer Designerin Gabriela Ciccherio, und zwar für die Firma Ligne Rosset. Und es ist nicht nur eine Hommage an Jean Prouvé, sondern auch eine Anlehnung an ein Design aus eine Mischung aus den 50er und 70er Jahren. Die 50er Jahre waren bekannt für ihre Wandleuchten mit langen Schwenkarmen. Die 70er hatten eine ganz, ganz bestimmte Form von Leuchten, eine Form, mit der wir sofort Retro verbinden, und in dieser Leuchte kommen eben diese Formen zusammen, ein langer Auslegarm und ein sehr kleiner Leuchtenkopf im Vergleich dazu. Dennoch ist die Leuchte sehr harmonisch, sehr funktional, sehr reduziert, hat aber trotzdem noch was Poetisches. Obwohl diese Leuchte Elemente aus den 50er und aus den 70er Jahren zusammenbringt, wurde sie natürlich mit den neuesten und lichtstarken Leuchtmitteln bestückt und optisch mit einer modernen und zeitlosen Form aufgefrischt. Es ist eine Leuchte, die Retro-Elemente in die heutige Zeit holt und die Poesie und den Charme dieser Zeit auf eine moderne Art und Weise interpretiert in unsere Zeit bringt. Manchmal werde ich gefragt, warum ich diese Designs aussuche, die ich hier aussuche. Und ich selber stelle auch immer wieder fest, dass ich einen ganz bestimmten Anspruch an Design habe. Ganz gleich, ob es sich um Wandleuchten handelt, Sofas handelt, Couchtische, Pendelleuchten und so weiter. Wir haben ja hier eine große Serie an Best of Designs gemacht. Und ich merke immer wieder eine Sache. Ich möchte, dass ein Designprodukt nicht einfach nur funktional ästhetisch ist. Ich suche auch immer nach einer gewissen poetischen, feinsinnigen, besonderen ästhetischen Ebene. Manchmal gibt es Leuchten, die absolut auch in ein Best-of-Design passen würden, die mir persönlich aber wirklich viel zu kühl sind. Ich merke immer wieder, wenn ich Dinge entwerfe und dann werden bestimmte Dinge aus dem Design rausgenommen und man ersetzt sie durch etwas anderes, weil es dem Inhaber oder dem Kunden besser gefällt. Dann sieht man sofort den Bruch. Design ist immer eine Sprache und sie definiert sich über die Linienführung, über die Materialität, über die Gesamtästhetik, die sie ausdrückt. Jedes Teil in einem Raum hat seine Bedeutung und seine Wichtigkeit. Und es ist immer so ein ganz dezenter, ganz subtiler roter Faden, der in einem guten Interior Design versucht wird, geführt zu werden. Und der kleinste Bruch darin kann schon das Konzept zum Kippen bringen. Ich suche immer nach dieser Poesie und ich möchte immer, dass die Gesamtaussage eines Interior-Konzeptes sich bis ins kleinste Detail
wiederfindet und durchzieht und eben auch nicht Halt macht vor einer Wand- oder Tischleuchte. Und wenn wir schon bei Wandleuchten sind mit einem langen Arm, möchte ich euch noch eine sehr, sehr zeitgemäße, sehr moderne Leuchte, die eine sehr feine Linienführung hat, eine ganz tolle Silhouette hat. Und zwar eine Leuchte von der Firma Ferm Living, die auch ganz andere tolle Produkte eigentlich haben. Arum Small heißt die Leuchte, entworfen von der Designerin Trine Andersen. Und die Leuchte besticht tatsächlich durch ihre ganz elegante Silhouette und Formgebung. Es erinnert so ein bisschen an einen Aaronstab, an eine bestimmte Pflanze, könnt ihr mal googeln. Und daher auch der Name Arum, ja, Arum Small in dem Fall. Das heißt, es gibt die Lampe auch in verschiedenen Größen und auch in unterschiedlichen Farben. Sie ist unheimlich minimalistisch, auch in der Art, wie man sie aufhängt an die Wand. Es ist wirklich sehr, sehr geradlinig gehalten, sehr kleinteilig, sehr feinsinnig. Und der Leuchtenschirm hat eben diese sehr natürliche, organische Form, sehr beweglich auch im Gelenk. Das heißt, man kann sich sein Licht so hindrehen, wie man es möchte. Ich finde die Leuchte sehr schön, zumal es auch mal eine sehr moderne Leuchte ist. Und falls ihr euch mehr mit Design beschäftigt, seht ihr in letzter Zeit sicherlich auch häufig diese oder eigentlich sind es abgerundete Rechtecke, es sind keine richtigen Ovale mehr. Eine Form, die immer wieder auftritt. Wie heißt diese Form? Das müsste man müsste mal jetzt wissen, wie diese Form wirklich heißt. Es ist kein Oval, es ist kein Kreis. Nochmal, oh Gott, ist das schwer. Bei dieser Leuchte gibt es noch eine Besonderheit, und zwar, wenn man in den Innenraum des Leuchtkörpers guckt, auch der Innenraum wurde in einem zarten Weiß-Cremeton lackiert. Dadurch bekommt das Licht nochmal so einen anderen Charakter, einen anderen Charme. Das ist auch interessant. Das ist zwar nur so eine Kleinigkeit, aber gerade bei Wandleuchten oder generell bei Leuchten mit einem Schirm ist der Innenraum des Schirms auch mal wichtig. Darauf könnte man mal achten. Als nächstes steht die Leuchte Flint auf unserer Liste, und zwar eine Wandleuchte, die aus Cortenstahl hergestellt wird. Es ist entworfen worden von Christian Flint, daher auch der Name, und zwar für den Hersteller Louis Poulsen aus Dänemark. Und diese Leuchte hat den Lightning Design Award gewonnen, es hat den Danish Design Award gewonnen. Diese Leuchte spricht eigentlich für sich. Es ist sehr schwer, diese Leuchte zu beschreiben, wenn sie eben eine sehr organische, sehr dezente Form hat. Die Lichtführung ist ebenfalls sehr dezent, indirekt. Die Leuchte strahlt ein asymmetrisches, nach unten gerichtetes Licht, und zwar schön blendfrei, also gerade wieder eine Leuchte für Menschen, die auf indirektes Licht stehen, und sie ist einfach sehr ausdrucksstark, obwohl sie so minimalistisch ist. Ich würde es wirklich mal empfehlen, diese Leuchte mal in Real zu sehen, irgendwo, wo sie ausgestellt wird. Ich glaube, dann sieht man, was ich meine. Sie überzeugt absolut durch ihre Prägnanz und durch ihre Subtilität. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in letzter Zeit tauchen ja immer mehr Terrazzo-Elemente auf. Sowohl in den Küchenbereichen, als Arbeitsplatte, in Badezimmern, als Boden. Terrazzo ist ja so ein Material, bei dem scheiden sich tatsächlich die Geister. Einige erinnert es noch zu sehr an bestimmte Böden oder Produkte, die sie lange Zeit in ihrem Zuhause hatten und nicht modernisieren konnten und deswegen es einfach nicht so toll finden. Aber ich habe so viel Distanz zu Terrazzo gehabt in den letzten 20 Jahrzehnten sicherlich. Als Designer heißt man ja, Materialien, die man schon lange nicht mehr am Markt gesehen hat, wieder sehr für willkommen, wenn sie in einer neuen Form wieder auftauchen. Und das ist gerade der Fall mit Terrazzo tatsächlich. Die Leuchte, die ich euch jetzt präsentieren möchte, ist die Terrazzo Pin Wandleuchte von Bento Design, hergestellt von XL Bloom. Und die Leuchte ist eigentlich super simpel. Es ist eine einfache Scheibe, aber dadurch, dass sie aus Terrazzo ist es halt sehr interessant, weil es ein Material ist, was man eben sonst eher aus dem Bereich Küche, Badezimmer, Boden kennt. Es ist so ähnlich wie die Entwicklung mit Beton.
Betonkanten kannte man ja lange Zeit wirklich eher aus dem industriellen Bereich, bis es dann irgendwann in die Häuser und in die Wohnungen kam, auch in Form von Arbeitsplatten oder auch in Form von Möbeln. Und das Gleiche ist jetzt gerade auch mit Terrazzo eben der Fall, dass man Produkte und Möbel aus Terrazzo herstellt, aus einem Material, was sonst für Böden oder Wände gedacht ist. Diese Leuchte besticht definitiv durch seine einfache Formgebung, aber sein interessantes Material und bietet indirektes Licht, aber auch so einen Charakter von einem Wandobjekt. Ich finde es schön, weil es eben wie eine Skulptur an der Wand ist und wenn der Rest der Wohnung auch relativ schlicht eingerichtet ist, kann so eine Lampe wirklich ein schönes Highlight sein. Die nächste Leuchte heißt Full Surface von der Firma Vivia, entworfen von dem Designer Arik Levy. Und diese Leuchte ist wirklich für Fans des grafischen Musters, 3D-Muster. Diese Leuchte gibt es als Einzelleuchte oder auch als Dreierkombination. Und als Dreierkombination, da sieht man mal, was für eine Wirkung sie hat, nämlich wie so ein Mosaik. Die geometrischen Formen bringen sehr viel Modernität und auch einen sehr interessanten Lichteffekt in den Raum. Im Grunde sieht die Leuchte so aus, als hätte man ein Papier genommen, in der Mitte gefaltet, schräg geschnitten. Das ist im Grunde der Körper der Leuchte. Also eigentlich auch wieder eine sehr simple Form, die aber die Möglichkeiten gibt, gerade für Gestalter, für Designer, für Architekten, mit dieser Leuchte zu spielen und selbst eine Form von Tableau herzustellen. Also je nachdem, wie viele Leuchten man miteinander in welcher Form auch kombiniert, erscheint immer ein neues Bild. Und das ist eben das Interessante bei solchen Leuchten, dass man selber auch nochmal zum Designer wird, je nachdem, wie man sie eben anrichten möchte und zusammensetzen möchte. Das ist eine Leuchte, die es auch in unterschiedlichen Farben gibt. Ich selbst finde sie eigentlich in Weiß sehr schön vor einer weißen Wand. Je nachdem, wenn es eine schwarze Wand ist, gibt es sie auch in Schwarz oder eben auch in bunten Farben. Damit kann man wirklich nochmal interessante Effekte erschaffen und die Leuchte bringt wirklich eine ganz andere Dimension in den Raum, eben eine 3D-Dimension und das verleiht jedem Raum einen absoluten Highlight-Charakter. Die nächste Leuchte kommt von einem belgischen Hersteller und zwar von WW Ducré und heißt Van 1.0 in diesem Fall. Das ist auch wieder so eine Leuchte für all diejenigen, die sagen, ich möchte nicht einfach nur eine Wandleuchte. Ich möchte eigentlich eine Skulptur an der Wand, die beleuchtet ist. Für all diejenigen ist diese Leuchte wirklich perfekt. Es ist eine sehr futuristische und stilvolle Leuchte, die ihren Namen daher ableitet, weil es zwei sich überschneidende Quadrate sind, welches man eben von Venn-Diagrammen kennt, daher auch der Name. Insgesamt auf jeden Fall eine sehr interessante Leuchte, die sich bisher immer wieder bewährt hat, zumal sie auch ordentlich Licht gibt. Ich habe sie schon tatsächlich mehrfach eingesetzt bei Kunden. Ich habe sie sowohl als Deckenleuchte als auch als Wandleuchte eingesetzt. Das funktioniert bei der ganz toll. Und das Interessante an der Leuchte ist nicht nur, dass es einen Leuchtkörper gibt, wo man wirklich direktes Licht hat, sondern gleichzeitig im Rahmen auch noch ein indirektes Licht. Dadurch entsteht ein gewisser Schattenwurf an der Wand und das macht die Leuchte so interessant. Am Tag, wenn die Leuchte nicht an ist, wirkt sie wie eine Skulptur. In der Nacht wirkt sie wirklich wie ein toller Leuchtkörper. Und ich liebe diese Leuchte, weil sie super geradlinig ist und weil sie eben durch seine sehr filigrane Art eine sehr moderne Wandskulptur erinnert. Unsere letzte Leuchte für heute heißt Birdie und kommt aus dem Hause Foscarini, entworfen von Ludovica und Roberto Palombo, auch sehr bekannte Designer, und diese Leuchte ist wirklich ein Klassiker mittlerweile, kann man wirklich sagen. Es ist eine Leuchte, die immer wieder mit Foscarini eben auch in Verbindung gebracht wird. Entworfen wurde es schon im Jahre 2011 und als ich die Leuchte zum ersten Mal in einem Leuchtenladen gesehen habe, ich musste sofort schmunzeln, denn man versteht, womit diese Leuchte arbeitet, und zwar mit einer Astästhetik. Es heißt ja auch Birdie.
Diese Leuchte überzeugt, weil sie dadurch, dass sie eine Art Ast darstellt, ein Ast, das aus der Wand kommt, aber dann mit einem Leuchtenschirm, was an ein sehr klassisches Leselicht erinnert. Diese Kombination ist eigentlich sehr charmant ausgeführt bei dieser Leuchte und sie kommt deswegen auch sehr sympathisch daher mit einem schönen Licht im Raum. Also eine Leuchte für all diejenigen, die sagen, ja, Wandleuchte, aber ich möchte, dass sie eine besondere Aussage hat und den Gast und auch mich selbst als Bewohner immer wieder zum Schmunzeln bringt, dann ist das die richtige Leuchte. Das waren heute meine Lieblingswandleuchten. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren sicherlich noch einige dazukommen werden. Vielleicht machen wir dann nochmal so eine zweite Edition aus dieser Serie. Aber bis dahin interessiert es mich natürlich, was sind eure Lieblingswandleuchten? Gibt es eine Wandleuchte, die du heute erst bei mir in diesen Best-ofs entdeckt hast und die dich auch überzeugt hat? Dann teile das mit mir in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.